Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, nochmal ein kleines Update zum Status von gestern, wo wir ja die Alu nicht spielen konnten. Es wurde an dem Tag noch ein Bugfix raufgespielt, sowohl auf dem Server 31 als auch auf dem Beta-Server, weil dort das gleiche passiert ist. Und ja, als der Fix auf S31 ja, angewendet worden ist, raufgespielt worden ist, wurde der parallel dazu gleich auf dem Beta-Server auch ja, wohl anscheinend raufgespielt. Das heißt, dort konnten teilweise die Leute auch ihre Alu zweimal spielen am Tag und anstatt ja jetzt zum Event 40 mal 80 mal am Tag blättern und ja anstatt 20 40 mal würfeln und so weiter und so fort. Und was mir gestern noch aufgefallen ist, ich hatte ja dann auch gleich das Ganze zum Support geschickt, ne? Ich hatte das ja dann gleich gemeldet gehabt, damit wir dann auch heute zumindest unsere Alu zocken können. Und ja, wenn ich denn hier irgendwas reporten möchte oder so, ne? Also falls es irgendwas geben sollte, dann könnt ihr euch ja auch an den Support wenden. Und wenn ich denn hier meinen Server S31 denn hier eingebe, dann kommt Folgendes, und zwar habe ich in der E-Mail dann bekommen, Servername speedserver.sfgame.net. Ja, also das ist eigentlich auch nochmal schwarz auf weiß, dass eben diese drei Server über dieselbe Hardware läuft. So, ne? Also ja, das ist eigentlich jetzt auch mehr oder weniger irgendwo ein offenes Geheimnis. Ja, was ich euch aber eigentlich auch gestern schon zeigen wollte, ist der Hütchenspieler. Das ist natürlich dann auch schon soweit ein bekanntes Problem, aber gestern, ich wollte es halt aufnehmen, weil den Tag davor, ich hatte euch ja auch ein kurzes Video gezeigt gehabt, ist es mir halt passiert, dass aus diesen Epic-Beuteln hier ja, eben ein schwarzer Edelstein rausgekommen ist. So. Und man sieht auch, dass es immer noch ziemlich problembehaftet hier das Ganze. Das ist wohl vor einer Weile auch schon mal eben, wie gesagt, auf diesem Beta-Server da aufgetreten. Jetzt tritt es halt hier auf S31 auf. Wundert mich auch nicht, aber ja, das muss natürlich dann halt auch eben gefixt werden, so, ne? Und da ist es halt eben vorgekommen, dass halt gestern ja, ich einen schwarzen Edelstein bekommen habe und ich würde mal gerne wissen, was da noch so alles rauskommen kann, ne? Oder ja, wonach das geht, warum das System hier jetzt beim Würfeln, bei den Epics, jetzt da irgendwie so einen großen schwarzen Edelstein dazu berechnet hat. Ich habe es leider nicht aufgenommen, aber vielleicht mal gucken. Mal schauen, was rauskommt. Mal gucken, was passiert, wenn wir 4 oder 5 bekommen. So, jetzt haben wir aber normal Epics. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, woran das liegen könnte. Dass da so random so ein ja, Edelstein rausgekommen ist. Ein schwarzer, großer Edelstein ist da gestern rausgekommen. Ich meine, gut, hat mir 10 Millionen Gold gegeben, ne? Beschwere ich mich jetzt nicht. Aber, ja, es ist ja trotzdem auf jeden Fall komisch, ne? Weil so sollte das ja nicht sein. So, machen wir weiter. Oder ist mir zumindest auch noch nie vorgekommen. Und wenn hier steht Epic, dann halt eben, ne, dann ist es halt eben Epic. So, mal schauen. Was bekommen wir jetzt? Vielleicht eine Waffe? Einen Epic-Beutel noch? Leider nicht. Ab 4 bekommt man ja eine garantierte Waffe, eine Epic-Waffe. Und ab 5 bekommt man eine Epic-Waffe mit plus 5 auf Qualität. So, also das ist dann nochmal eine bessere Epic-Waffe irgendwie, wenn man 5-mal den Epic-Beutel hat hier. So, also das heißt, bei 4 Epic-Beuteln dürfte ich auch gar nicht mehr die Chance haben, irgendwie einen Edelstein daraus zu bekommen. Aber sollte ja auch eigentlich so oder so nicht passieren, ne? So. Die Sanduhr. Nehmen wir die Sanduhr mit. Achso, wir haben 50 Sanduhren bekommen. Dadurch, dass es halt zu diesem Problem kam gestern. Und ja, wir unsere Alu dann dadurch ein bisschen schneller runterbrechen konnten. War dann für mich auch problematisch gewesen. Musste ich dann auch ja, so mehr oder weniger unterwegs machen, weil ja, ich die eigentlich morgens direkt halt um 4 klicken wollte und dann war es halt schwierig gewesen, die am Nachmittag und abends dann halt noch rechtzeitig zu erledigen, aber alles nochmal gut gegangen, ne? Glimpflich nochmal ausgegangen das Ganze und ja, so sieht das aus hier. Ne? An sich trotzdem immer noch ein cooles Event und ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool, sollte aber nicht die Überhand gewinnen ja, also sollte nicht zu häufig da ja, vorkommen, weil das gibt zwar gut Ressourcen und alles, aber 40 Pilze zu bezahlen hier für die Lucky Coins,
ja, also oder fürs Glücksrad halt, ne? Das ist schon ziemlich teuer so, ne, wenn man das mal jetzt so betrachtet, wenn man, ja, keine Ahnung, stellt euch mal vor, das wäre Standard. Man bezahlt ja so schon sehr viele Pilze für das Feature und das Glücksrad ist ja auch so auf Dauer gesehen mit das teuerste, was man so als Standard Shakes and Fidget Spieler so im täglichen Gebrauch halt mit unterbringen muss. So, ne? Also was müsst ihr quasi berechnen, wenn ihr halt so das Optimum rausholen wollt aus eurem Account, aber pilzsparend spielen wollt, dann ist es halt eben wichtig, den 50% Greifen immer aktiv zu halten. Das heißt, da müsst ihr alle 14 Tage 25 Pilze einrechnen. Dann müsst ihr eure 320 Alu einrechnen. Ne, das sind ja dann auch 10 Biere am Tag oder halt 10 Pilze am Tag, die man bezahlt, je nachdem, was man dann halt auch noch unterwegs findet. Aber das geht ja noch alles so. Ne? Das ist ja jetzt noch nicht so teuer auf den Monat. Aber das Glücksrad, wenn man da nicht die Lucky Coins hätte, und ich gehe mal von aus, viele sind da gar nicht ambitioniert dazu, diese Lucky Coins zu farmen, und da halt jeden Tag 20 Pilze reinzubuttern, ist das halt mit Abstand das teuerste Feature, was man halt machen oder wahrnehmen möchte oder wahrnehmen muss, wenn man halt oben stehen möchte. Und dafür ist es halt dann eben essentiell. Ne? Man kann natürlich auch darauf verzichten, aber dann verzichtet man halt auch eben auf sehr viele Ressourcen, auf sehr viel Gold auch vor allen Dingen und halt eben auch ja, auf ein bisschen was Erfahrung nachher. Im Late Game ist es nachher nicht mehr so viel, aber es ist hauptsächlich so das Goldeinkommen, was einem da auch dann flöten geht, und ja, da muss man halt eben gucken, abwägen, ist es mir das jetzt wert oder verzichte ich jetzt auf das Glücksrad, mache aber trotzdem meinen anderen Stuff so. Und ja, alleine schon 50% Mount und 320 Alu, das bringt euch eigentlich schon so mit am meisten. Und das ist halt auch am günstigsten, sag ich mal so, wenn man das wirklich jeden Tag auf jahrelange Sicht so beibehält, dann ist es mit die kostensparendste und gleichzeitig effizienteste Methode, euren Charakter halt eben zu pushen, ne? Aber wer halt eben mehr will, der muss halt eben auch mehr zahlen, so, ne? Und da muss man dann halt auch eben das Glücksrad wahrnehmen, ne? Das ist ganz klar. Ganz klare Geschichte. So, wir spammen mal durch die Kämpfe. Ja, bisschen stockend wieder hier. Wir haben ja hier nichts weiter, was wir füttern können. Wir können mal gucken, ob wir noch in der internationalen Ehrenhalle sind. Mal schauen. Stimmt, das ist mir gestern auch nochmal aufgefallen, als ich nochmal geguckt hatte. Wo sind wir denn hier? S31, der einzige Server, der in der internationalen Ehrenhalle so eine komische Ansicht hat hier, wo das, ne, ihr seht das, wo hier alles, ja, hier oben die Schrift nicht stimmt. Hier ist das irgendwie so total klein geschrieben. Hier ist es normal bei ihr. Aber wenn man ja jetzt mal auf irgendeinen anderen Kampf irgendwie so mal random raufgeht, da sieht man, der Name, der ist hier richtig und hier oben stimmt auch alles. So, ne? Das ist halt eben auch nur auf S31, wo das hier so komisch aussieht. Warum auch immer das so ist, und ja, keine Ahnung, was da im Code irgendwie verschrieben worden ist, dass hier sowas passiert. Aber ja, ich meine, ist jetzt nicht weiter wild, aber es weist halt wieder darauf hin, dass eben gerade auf S31 halt vieles nicht so passiert, wie es passieren soll. Das ist halt eben ein bisschen schade, ne? Ja, genau. So, ansonsten werde ich jetzt noch weiter hier schön meine Alu weiter zocken. Und ich hoffe, dass ich bald hier auch die Goldgrube auf Stufe 100 habe. Auf Stufe 95 habe ich die momentan gerade. Und dann brauche ich mir darüber auch keine Gedanken mehr machen. Edelsteinmine ist auf Stufe 77 momentan. Und ja, das bringt schon jetzt vor allen Dingen zum Gold-Event ordentlich was an Goldeinkommen. Würde mir natürlich noch mehr bringen, sag ich mal, wenn man von einem gewissen, ist auch egal. Ich will euch da nicht weiter mit zulabern irgendwie. Ihr wisst, was ich sagen will, und will da nicht auch jedes Mal irgendwie euch damit auf den Geist gehen. Es ist halt eben nur so ein bisschen schade, weil ich halt eben so ein bisschen, ich habe halt, hier, das passiert auch öfter auf dem Server, man hat viel mehr Ehre, aber steht irgendwie,
unter jemanden anderen. Ja, das Ding ist halt, wenn ich nicht so viel vorhaben würde, ich will halt das Thema internationale Ehrenhalle als Feature, so auch wenn es momentan halt noch nicht so viel bringt, möchte ich es halt wahrnehmen. So, ne? Ich möchte meinen Weg mir dorthin bahnen. Und da wird man halt eben ziemlich krass eingeschränkt bei. Ne? Und das ist halt eben so das, was ich halt so schade finde. Ne? Und wenn in Zukunft noch mehr ja, dieses internationale Gilden-Ding ausgebaut werden sollte, wovon ich ausgehe, dass es in Zukunft auch noch Potenzial hat, erweitert zu werden, dann ist es halt schade, wenn man auf die Reise geht so und sich darauf bestmöglich vorbereitet, sich dann mit anderen Spielern von anderen Servern zu messen und da halt eben ja, einen dauerhaften Nachteil einstecken zu müssen. So. Das ist so ein bisschen das Ding, ja, was mir halt so ein bisschen sauer aufstößt. So, ich möchte zukunftsorientiert spielen, sag ich mal, dass ich dann, ja, wenn das Ganze hier noch mehr ausgebaut werden sollte, dass ich da dann auch schon besser vertreten bin. So eine kleine Aufholjagd zu machen hier in der internationalen Ehrenhalle, das ist ziemlich cool. Das ist so mein Ansporn und da werde ich halt eben ziemlich krass blockiert bei so. Und deswegen, das ist das, worüber ich eigentlich so, ja, so traurig bin, sag ich mal, ne? Ja, genau, so. Damit ihr da dann auch Bescheid wisst. Alles klar, das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich spiele natürlich trotzdem weiter. Das soll es ja auch nicht gewesen sein. Und ich hoffe mal, dass da auch in Zukunft das sich noch irgendwie bessert. Und ja, da bin ich auf jeden Fall guter Dinge. Deswegen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.